So, hallo zusammen. Nachdem ich euch letztes Mal gezeigt habe, wie man einzelne eigene Sounds aus anderen Performance in seine eigene Performance kopiert, möchte ich euch heute zeigen, wie man grundsätzlich eine Performance aufbaut. Ich starte immer im Live-Set-Mode, habe dann hier auch schon einige Performances aufgebaut und habe auch eine Vorlage, von der ich immer starte. Die ist einfach leer und ja, fangen wir einfach mal an. Also wir klicken als erstes auf die Performance drauf, gehen dann in den Performance Mode und haben hier, je nachdem was wir vorher eingestellt haben, irgendeine Ansicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder in die Hauptansicht für mich. Als allerersten Sound haben wir hier ein Piano. Das ist über die ganze Tastatur verteilt, das ist auch schön. Als nächstes hätte ich gerne noch einen Streicher dazu. Dann klicke ich hier auf das Plus, suche mir hier eine Kategorie aus und kann dann überlegen, ob ich hier noch irgendwelche Einschränkungen vornehmen will, die ich im letzten Video gezeigt habe. Ich will das jetzt nicht. Der Streicher darf ruhig ein bisschen fetter sein. Nehmen wir sowas hier. Und gehen wieder in die Performance rein. Der Streicher besteht, wie wir jetzt sehen, aus zwei Parts. Und das auch schon unterschiedlichen Tastaturzonen zugewiesen. Gucken wir mal, was da passiert. Passiert zumindest offensichtlich gar nicht so viel. Das heißt, ich kann den auch löschen. Dazu klicke ich in den Part rein, dann auf Delete. So. Jetzt möchte ich den Streicher nur im unteren Bereich haben. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann hier reinklicken, kann dann über das Drehrad verändern. Oder ich klicke auf Enter. Dann sehe ich hier oben das Keyboard an und jetzt klicke ich auf die Taste, wo ich hin möchte. Ich muss nochmal Enter drücken und dann ist das frei. Und jetzt ist es nur im unteren Bereich. So, was kann ich jetzt hier noch Schönes machen? Ich kann hier Keyboard Control an- und ausmachen. Ich kann das Ding muten und ich kann die Solo-Funktion vorhalten. Jetzt sehen wir mal noch ein Pad dazu. Ein Core-Pad, den wir über die ganze Tastatur laufen lassen. Als Beispiel reicht das. So, schauen wir mal, was man hier noch Schönes machen kann. Wir können hier die Controller belegen. Da das sehr komplex ist, machen wir das in einem anderen Video. Das kann man einmal hier Common machen für die Gesamtperformance oder auch für die einzelnen Parts. Interessant für den Anfang ist auf jeden Fall das Mixing. Denn hier kann ich einmal den Equalizer, 3-Band- oder 2-Band-Equalizer auswählen. Ich kann die Sense für den Reverb oder den Variableneffekt verändern, entweder mit dem Drehrad oder hier mit den beiden Tasten. Das Dry Level. Ich kann hier Pan links, Pan rechts machen. Und eben hier unten das Volumen. Das kann ich auch, wie ich gerade schon einmal gemacht habe, mit den ersten 4 Federn machen für die ersten 4 Performance. Dazu muss ich den Fader bis ans Ende schieben, beziehungsweise dahin, wo der aktuell ist, und dann nimmt er den mit. Über die Szenen haben wir auch schon mal gesprochen, das kann man hier machen. Kann man die Szenen einzeln belegen. Play Rec, hier können wir einen Backing Track einfügen. Oder auch einfach den Pattern-Sequencer nutzen, da kommen wir auch was anderes zu. Smart Morph werden wir auch uns irgendwann mit beschäftigen und den Remote werden wir auch ein andermal machen. So, was kann man jetzt noch Schönes tun? Jetzt gehen wir einfach mal in einen Part rein und editieren den einfach mal, gucken, was man da so machen kann. Sieht man hier unten, dass ich den Part 5 editiere, dass ich im Moment auf der Common-Seite bin und dass ich hier 8 Elemente zur Verfügung hätte. Ich benutze aber nur 5. Ich klicke da einfach mal drauf, dann sieht man das auch. Element ist an, hier oben. An dem hellen Blau erkennt man, dass die eingeschaltet sind. An dem dunklen Blau, diese werden nicht benutzt. So, wir gehen jetzt nochmal hier in den Common-Bereich und fangen dann einfach mal oben an, was man machen kann. Also als erstes sieht man hier im Part Setting General, in was für einer Kategorie Sound wir uns befinden, Subkategorie und den Namen.
kann man, wenn man das möchte, anpassen. Muss man nicht, kann man. Die Lautstärke, die wir aber auch hier vorne schon gesehen haben, das ist also die gleiche. Ich gehe wieder da rein, kann die jetzt hier auch verändern. Und für die anderen Sachen hier gilt das gleiche Paar, Dry Level, Variable Send, Reverb Send. Dann kann ich hier, was ich auch schon mal gezeigt habe, den Output wählen. Ich kann entweder über den Main gehen, USB Stereo, USB Mono. Dann kann ich auswählen, ob ich den Sound polyphon oder monophon spielen möchte. Alle anderen Sachen beschäftigen wir uns ein anderes Mal mit, außer der hier, Element Paaren. Das heißt, dass ich hier für jedes einzelne Element, gehen wir gleich drauf ein, rechts, links paaren kann und er dann auch das nimmt und nicht alle Elemente über den Hauptpaarenregler bearbeitet. So, dann hier Anschlagstärke, wo der Sound reagiert, Tastaturbereich, und das geht ein wenig tiefer, das kann man meist erstmal im Standard lassen. Gehen wir weiter. Pitch. Hier im Pitch-Mode ist tatsächlich das Interessante der Pitchband. Und zwar hier nach unten und nach oben. Ich kann natürlich auch nach unten Plus machen, macht manchmal Sinn. Ich habe das tatsächlich bei einem Sound schon so gemacht, dass wenn ich den Pitchband nach oben mache, dass ich dann 3 Halbtöne hochgehe und wenn ich ihn nach unten mache, 5 Halbtöne. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für was das war, aber das hatte tatsächlich Sinn gemacht. Das reicht eigentlich auch für den Anfang. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann hier das Einzelpart nach oben und unten transponieren, allerdings nur 24 Halbtöne. Das ist so eine typische Yamaha-Eigenschaft, dass es nur 24 hoch, 24 runter geht. Kann man mit leben, kann man umgehen, kann man tricksen. Und eine leichte Verstimmung des Parts. So. Dann haben wir noch die Zone-Settings. Hier geht es darum, das kann man ausmachen, kann man anmachen. Und zwar geht es hier um, wie der Kanal MIDI-Signale rausschickt. Über welchen Bereich er oktaviert, transponiert. Ne? Das kennt man ja alles. Hier kann man 3 tatsächlich Oktaven hoch und eine transponieren. Und hier kann man dann den MIDI-Channel getrennt wählen, über den er rausschickt. Das heißt, im Gegensatz zum Reinlassen, also wie er reagiert auf MIDI-Kanäle, kann jeder Part auf jedem Kanal rausschicken. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann kann ich hier halt auch noch sagen, was er alles an Befehlen rausschickt und was nicht. Den machen wir jetzt wieder aus, brauchen wir nämlich nicht. Dann haben wir die Effektseite. Hier sehen wir das Effekt-Routing. Das sind die einzelnen Elemente, die ich alle einzeln auf meinen Insert 1, Insert 2 schicken kann und die dann in den Haupteffekt reingehen. Hier kann ich den Insert-Effekt ändern. Hier können wir zum Beispiel Delay nehmen und kann den dann hier einstellen. Das gleiche beim Effekt B, Cross Delay. Dann kann man einfach einstellen, was eben zu dem Effekt dazugehört. Dann haben wir noch einen Equalizer, wobei wir hier zwischen einem Zweiband und einem Dreiband-Equalizer unterscheiden können. Und mit der Seite muss ich mich tatsächlich selber noch beschäftigen. Kommen wir dann ein anderes Mal zu. Ja, das sind eigentlich die Grundeinstellungen, die wir benötigen. Wir haben hier noch den Arpeggiator, da gehe ich ein anderes Mal drauf ein. Motion Sequencer machen wir auch ein anderes Mal. Und Modulationskontrolle machen wir auch ein anderes Mal. Da wird es nämlich komplexer. Was wir jetzt nochmal machen ist, wir gehen jetzt hier einmal in die Einzelelemente rein, gucken, was man da machen kann. Hier sieht man auch wieder, wo die Waveform liegt, Name und so weiter, Ort. Dann gibt es ja diese lustige XA-Kontrolle schon seit einigen Zeiten bei den Yamaha Keyboards. Da gehen wir auch ein anderes Mal ein, welcher Gruppe das dann zugeordnet wird und so weiter. Hier kann ich Feintuning betreiben und auch mehr als 24 Halbtonschritte transponieren, nämlich 48. Zusammen mit den 24 ergibt das schon einiges, damit kann man arbeiten. Velocity Limit, Note Limit. Das Center Key für die Wave-Datei. Das sind so die wichtigen Sachen, die man für den Einstieg einfach mal wissen sollte. Dann können wir hier weitergehen. Hier können wir nun Attack, Decay, Decay Release alles einstellen. Für den Filter können wir natürlich den Filtertyp auswählen. Dann können wir die Filterkurve einstellen und die Scale. So, Amplitude. Können wir den Ausgangslevel einstellen. Hier können wir die Amplitude-Kurve einstellen, also Attack, Decay, Decay, Release. Sollte, denke ich, bekannt sein. Und wieder Scale. So, das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Wir haben dann noch den LFO, den wir hier auswählen können. Und nochmal den Equalizer, wo wir mehrere unterschiedliche, also einmal den Zweiband-Equalizer nehmen können. Dann PEQ, Boost 6,
Boost 12, Boost 18, das sind so Voreinstellungen, die wir da machen können. Genau, das einfach mal als Grundlage, wie man mit einer Performance anfängt.